Camino Franconés, Etappe 2, Kreuzen-Pegnitz. Ich stehe um 6:30 Uhr auf und begebe mich zum Frühstück. Danach spreche ich den Chef an wegen des Abendessens. Ich weise ihn auf meine Anmeldung als Pilger hin und bekomme wegen der 35 € für die Pizzabestellung einen Preisnachlass. Kurz darauf gehe ich los und kaufe mir um die Ecke noch Proviant, leider zu wenig. In der Innenstadt von Kreuzen wird die Jakobskirche gerade renoviert, sodass ich sie nur von außen sehen kann. Ich sehe einen sehr schönen fränkischen Osterbrunnen. Das berühmte Krüge-Museum finde ich nicht und verlasse Kreuzen durch ein altes Stadttor. An einer Wegkreuzung auf dem Feld stelle ich nur durch den GPS-Track fest, dass ich nach rechts in den Wald laufen muss. 23. April, auf dem Weg von Kreuzen zur Rotmainquelle, Aufnahme im Wald mit Vogelstimmenkonzert. Da geht's dann weiter. Mitten im Wald höre ich auf einmal ein lautes Rauschen von einem Windrad. Geschafft. Was hier so nett plätschert, ist die sogenannte Rotmainsquelle. Interessant ist, dass hier ein kleiner Rastplatz ist, aber nirgendwo angeschrieben ist, was es hier eigentlich ist, worum es hier eigentlich geht. Na. Hauptsache, ich weiß es. Also. Gegen 12 Uhr mache ich hier eine Brotzeit mit einem Bug als Gefährtin. Dann geht es weiter Richtung Lindenhardt, wo ich in einem Wirtshaus zum Mittagessen möchte. Laut Google Maps hat ein Wirtshaus geöffnet. Als ich gegen 13:30 Uhr vor dem Wirtshaus stehe, ist es zu. Laut Schild hat das Wirtshaus aber erst ab 14 Uhr Mittagspause. Ich laufe durch den Ort und finde die Wirtin. Die meint, dass ich wegen Öffnungszeiten auf ihre Homepage schauen muss. Ich bitte nicht hartnäckig um Verpflegung, was mir später eine langjährige Pilgerin angesichts solcher Situationen empfiehlt. Im nächsten Waldstück packe ich meine letzten Essensreste aus und verzehre sie. Es gibt im Umkreis von einigen Kilometern nur dieses Wirtshaus, auch keinen Supermarkt etc. So bleibt mir nichts übrig, als mit knurrendem Magen weiterzulaufen. Vor Buchau, einem Ort auf der Route, verlaufe ich mich zweimal und finde nur wieder dank GPS-Track den richtigen Weg. Umweg ca. 20 Minuten pro Verlaufen. Endlich komme ich zu einer Bäckerei in Buchau. Dort kann ich mich mit süßen Teilchen versorgen und trinke einen Cappuccino. Satt werde ich hier aber nicht. Kurz vor meinem Tagesziel Pegnitz bekomme ich in einem Waldstück das erste Mal in meinem Leben Kreislaufprobleme und schleppe mich mit letzter Kraft in den Ort. Als ich mein Zimmer in der Unterkunft beziehe, habe ich mir auch noch eine Blase am Fußballen gelaufen. Meinen Wolfshunger stille ich endlich bei einem Vietnamesen am Marktplatz in Pegnitz. Nach 1,5 Mahlzeiten bin ich dann auch endlich satt. Jetzt geht es mir wieder gut. Den Rest von dem Essen lasse ich mir zur Vorsicht für den nächsten Tag einspeisen. Man weiß ja nie. Via E-Mail frage ich bei meiner nächsten Unterkunft vom nächsten Tag an, ob es etwas zu essen gibt, wenn ich ankomme. Ich nehme mir vor, dass ich nie wieder in eine solche Notsituation komme. Wie es am nächsten Tag weitergegangen ist, erfährst du in meinem nächsten Video.